So, herzlich willkommen zum ersten Teil SharePoint Online. Was ist das überhaupt? Was verbirgt sich dahinter? Was kann ich mit SharePoint überhaupt tun? So, SharePoint gehört mit dabei, wenn Sie sich zum Beispiel bei Office 365 anmelden, eine Registrierung abgeschlossen haben, sich eine Subscription praktisch besorgt haben, dann haben Sie neben den Office-Produkten wie Word, Excel, PowerPoint, je nachdem, welche Lizenz Sie dort haben, entweder als Web-App oder auch als Desktop-App, diese Apps und unter anderem noch andere Apps zur Verfügung. Die haben Sie ja dann lizenziert. Daneben gibt es auch SharePoint. SharePoint ist nicht unbedingt für alle ein Begriff, allerdings gibt es SharePoint schon sehr lange. SharePoint ist mittlerweile schon seit über 20 Jahren praktisch im Einsatz in vielen Unternehmen, allerdings in der Vergangenheit eher als lokale Installation im lokalen Netzwerk praktisch installiert und betrieben. Mit SharePoint Online ist praktisch jetzt der SharePoint Server in die Cloud gewandert und bietet jetzt seine Dienste jetzt auch hier innerhalb so einer Office 365 Subscription an. So, wenn man so eine Subscription abgeschlossen hat und man hat dann SharePoint auch zur Verfügung, dann sollte man das Produkt ein bisschen kennen, um auch genau zu wissen, was man überhaupt damit machen kann. Es ist ein sehr mächtiges Produkt. Ich habe schon in den letzten 20 Jahren, über 20 Jahren mit dem SharePoint Server gearbeitet, habe für den SharePoint viele individuelle Lösungen entwickelt. Das heißt also, auch für den SharePoint kann man sogenannte Geschäftsprozessanwendungen schreiben, um zum Beispiel Geschäftsprozesse elektronisch abbilden zu können. Auch das ist in SharePoint Online möglich, aber das ist jetzt nicht Thema dieser kleinen Reihe jetzt hier. In SharePoint Online kann man auch eigene Apps praktisch entwickeln, um eigene Abläufe noch besser unterstützen zu können. Diese kleine Reihe startet jetzt aber erstmal mit dem Überblick, wo findet man jetzt SharePoint Online überhaupt, was kann man mit SharePoint Online machen, und danach kommen immer weitere Teile, die dann nochmal auf spezielle Funktionen auf SharePoint eingehen und dann zum Beispiel auch mal zeigen, wie richte ich ein SharePoint Intranet-System ein, wie kann ich SharePoint Online praktisch nutzen in meinem Unternehmen als Intranet-Plattform. Ein Intranet ist auch gerade für viele Firmen natürlich ein wichtiger Punkt, weil darüber kann man seine Informationen verteilen an seine Mitarbeiter. Ein Intranet bietet immer so einen einheitlichen Einstiegspunkt auch, zum Beispiel für neue Mitarbeiter, wo man dann zum Beispiel auch wichtige Dokumente hinterlegen kann oder zum Beispiel auch solche Prozesse hinterlegen kann wie Materialbestellung oder Reisekostenabrechnungen oder auch Urlaubsanträge und so weiter. Aber starten wir jetzt erstmal hier mit dem Einstieg in Office 365 bzw. in SharePoint mit dem Thema SharePoint. Was ist das überhaupt? Also, ich starte mal ganz einfach hier von der Anmeldefläche. Jetzt bin ich natürlich hier auch als Administrator angemeldet. Das sind Sie ja dann in der Regel auch, wenn Sie die Subscription dann praktisch bestellt haben und Sie sich als Admin dann eingetragen haben. Und das erste, was man dann erstmal tut, ist, wir wechseln mal hier zu der Administration. Und SharePoint, wie alle Microsoft-Apps, haben hier eigentlich auch eine eigene Admin-Oberfläche. Die findet man dann hier unter den allen Admin-Centern, dann im Bereich hier alle Admin-Center und dann den Bereich SharePoint. Man sieht hier auch, es gibt dann noch, je nachdem, was man dann für eine Subscription hat, entsprechend noch mehrere Anwendungen, die man hierüber dann administrieren kann. So, wir gehen mal in den SharePoint rein, also in die SharePoint-Administration. Man erkennt das ja dann hier oben immer zum Beispiel, in welcher Administration man sich gerade befindet. Wir sind jetzt hier in der SharePoint Admin Center. Ich gehe jetzt gar nicht hier auf diese ganzen Details ein, weil das ist ja erstmal ein Einstieg hier, Einstieg aus Benutzersicht, praktisch aus Anwendersicht, was ich mit dem SharePoint machen kann, und alles andere sind dann eher viele administrative Sachen, die ich in nachfolgenden kleinen Screencasts oder auch auf meinem Blog entsprechend mal beschreibe. So, dann geht man erstmal hier zum Beispiel in die aktive Websites rein, um sich anzuschauen, was ist denn im Standard schon mal angelegt worden, und was man dann standardmäßig findet, ist hier dann zum Beispiel so eine Communication Site, die automatisch angelegt worden ist, wenn man sich so eine Subscription hier praktisch besorgt hat. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf und schauen uns mal an, was dort geboten wird. Und was wir hier jetzt finden, ist eine sogenannte Communication Site. Eine Communication Site oder Kommunikationswebseite ist praktisch ein Ort, in dem man seine Informationen
an die Mitarbeiter zum Beispiel kommuniziert. Also ist eher eine Website für die Verbreitung oder Bekanntmachung von Informationen und auch Bereitstellung von Informationen. Daneben gibt es dann noch die Teamsite, da werden wir gleich mal eine anlegen, damit wir mal sehen, wie die zusammengesetzt ist. Und eine Teamsite ist eher eine Site für die Zusammenarbeit, also für diese klassische Collaboration. So, ich gehe jetzt hier nochmal zurück in den Admin Center. Und bevor wir jetzt nochmal auf die ganzen Details hier nochmal weiter eingehen, beziehungsweise bevor ich hier eine Teamsite mal anlege, zeige ich einmal hier die Struktur, wie man sich diesen SharePoint überhaupt vorstellen kann. Also wir haben ganz oben natürlich SharePoint Online in Office 365, das ist ja praktisch die Software as a Service, der Dienstanbieter, in dem Fall ja Microsoft, der stellt jetzt hier so eine Office 365 Lizenz für verschiedene Kunden zur Verfügung. Das sind natürlich schon einige Kunden, genannt in der Regel Tenant. So, dann jetzt, wenn man das jetzt hier auf SharePoint bezieht, also das Bild geht jetzt hier speziell nur für SharePoint, gibt es in SharePoint diesen Begriff dieser Site Collection, also eine Website-Sammlung. So eine Website-Sammlung stellt praktisch mehrere Sites zur Verfügung. Das heißt, hier unten drunter gliedert sich das doch mal in so Sites. Ganz wichtig, das sind jetzt keine einzelnen Webseiten, deshalb dieser Begriff Site hier, sondern dann Website stellt praktisch einen Container bereit, in dem man mehrere Elemente anlegen kann. Diese Elemente sind zum Beispiel eine Liste, eine Library, also eine Bibliothek, einzelne Seiten dann wieder, das sind jetzt wirklich einzelne Seiten mit Inhalten oder auch, ich kann auch so eine App dort drauf ablegen. Das so von der Begrifflichkeit. In der Regel hat man hier mit den Begriffen dann als Endanwender gar nicht mehr so viel zu tun, aber man sollte das mal so im Hinterkopf wissen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Hier überall, wo dieses i hier noch dran steht, das sind Elemente, die ich nochmal speziell berechtigen kann. Also ich kann in SharePoint praktisch bis unten auf die Dokumentenbibliothek berechtigen und ich kann dann auch noch die einzelnen Dokumente in der Bibliothek berechtigen. Also es gibt hier sehr fein granulare Berechtigungen, die ich hier steuern und setzen kann. Sollte man auch in der Regel dann nicht übertreiben, weil ansonsten kann man dann auch mal schnell den Überblick verlieren, wenn man spezielle Dokumente zum Beispiel speziell berechtigt in so einer Bibliothek. Also da sollte man im Vorhinein auch sich überlegen, wie baue ich dann meine Site-Struktur auf, damit ich meine Berechtigungen optimal steuern kann. So, das mal als kurzen Überblick und jetzt habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal hier in dieses SharePoint Admin Center zurück und lege jetzt mal hier eine neue Site an, damit wir einmal sehen, wie das funktioniert. Und da gibt es jetzt hier diesen Unterschied zwischen der Team-Website und der Kommunikations-Website. Und die beiden, also die Unterschiede sind hier eigentlich ganz gut erklärt. Hier bei der Kommunikationswebsite Portale oder themenspezifische Websites erstellen, also Portale, auch zum Beispiel ein Intranet-Portal, Dutzende oder Tausende von Zuschauern begeistern, ja, das heißt begeistern, also mit Informationen versorgen. Das heißt, hier liegt eher der Schwerpunkt auf die Informationsverbreitung und deshalb haben wir hier weniger Inhaltsautoren, aber dafür viele Website-Besucher. Also es ist wirklich eher ein Informationsportal, über den ich Informationen nach außen gebe. Deshalb ist so eine Kommunikationswebsite später auch in den nachfolgenden Screencast, wo es dann darum geht, wie ich ein Intranet anlege in SharePoint Online, werden wir hier so eine Kommunikationswebsite benutzen. Die Team-Website, die ich jetzt mal hier kurz vorstelle, damit wir diese verschiedenen Bestandteile kennenlernen, die ich jetzt gerade gezeigt habe auf dieser Skizze, ist eher eine Plattform für die Zusammenarbeit. Deshalb haben wir hier als Erklärung, verfolgen Sie und bleiben Sie über den Projektstatus auf dem Laufenden, Freigeben von Teamressourcen und gemeinsames Erstellen von Inhalten. Das heißt, hier liegt ganz klar der Fokus auf die Collaboration, auf die Zusammenarbeit. Alle Website-Benutzer und Mitglieder veröffentlichen Website-Inhalte. Ja? Das ist der Unterschied. Beim Intranet-Portal ist es oft so, dass man eine Abteilung dafür auch hat, die dafür zuständig ist, das Intranet zu pflegen, die Inhalte zum Beispiel einzustellen und freizugeben. Das heißt, hier haben wir sehr wenige Inhaltsautoren in der Regel. Bei der Kommunikation, bei der Team-Website sieht es so aus, dass eigentlich hier diese Zusammenarbeit gefördert werden soll und daher sollten auch alle, die auf diese Team-Website hier Zugriff haben, auch aktiv arbeiten und auch Inhalte bereitstellen und dann praktisch auch bearbeiten. So, dann wählen wir die mal an. Ich habe natürlich wieder einen passenden, schönen Namen und zwar einfach Demo02. Es wird automatisch dann so eine Gruppen-E-Mail angelegt und eine Website-Adresse wird hier auch angelegt
Und hier können wir dann die Gruppenbesitzer noch eintragen. Ich trage mich jetzt mal da selbst ein. In der Regel hat man dann mehrere Gruppen auch zum Beispiel zur Auswahl, die der Gruppenbesitzer sein können. Dann stellen wir hier noch die Sprache ein auf Deutsch. Und hier ganz unten ist noch wichtig, erweiterte Einstellungen. Werden gerne mal übersehen. Hier können wir noch die Privatsphäre einstellen. Das ist auch bei einer Kommunikationswebsite ganz interessant. Die können wir zum Beispiel auf Privat stellen. Nur Mitglieder haben Zugriff auf diese Website und öffentlich jeder in der Organisation hat Zugriff auf diese Website. Das muss man sich dann vorher natürlich gut überlegen. Wer soll auf meiner Team-Website zugreifen? Wenn ich zum Beispiel meine Team-Website benutze hier, um ein Projekt zu bearbeiten, also in der Regel nutzt man so eine Team-Website zum Beispiel projektbezogen. Ich habe ein bestimmtes Projekt und dort möchte ich dann zum Beispiel mit bestimmten Mitarbeitern zusammenarbeiten und andere sollen das vielleicht gar nicht sehen im Unternehmen. Dann wähle ich hier privat. Wenn das aber öffentlich sein soll, dass praktisch jeder das sehen kann, dann kann ich auch öffentlich nehmen. Dabei ist noch zu beachten, das muss man sich dann später auch überlegen noch, da gibt es dann auch noch mal eine Erklärung zu den Berechtigungen, weil ich mit SharePoint Online, das ist ja ein Online-Tool, damit kann ich ja natürlich auch mit Externen zusammenarbeiten. Ich kann zum Beispiel auch Gäste einladen hier auf meine Plattform. Damit muss ich dann auch noch auf die Berechtigungen achten, wie ich die einstelle, damit nicht hinterher jeder Externe irgendwelche wichtigen Dokumente von mir sieht, die zum Beispiel gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Dann die Zeitzone sollte man auch noch mal richtig einstellen. Wir sind ja hier jetzt in Deutschland, suchen uns dann mal die entsprechende richtige raus. Das heißt, wir sind hier in der UTC+1 Zeitzone. Und dann kann man hier noch eine entsprechende Beschreibung, zum Beispiel wenn ich jetzt für diese Website hier benutzen möchte für ein bestimmtes Projekt, dann kann ich hier die Beschreibung reinmachen, dass diese Website zum Beispiel für das Projekt XY ist und hier geht es um diese speziellen Themen, die bearbeitet werden sollen zum Beispiel. So, das war es dann eigentlich schon. Dann gehen wir mal auf Weiter. Dann kann man hier noch die Mitglieder hinzufügen. Die Website wird erstellt. Ich bin jetzt hier alleine nur angemeldet bei diesem Tenant, deshalb lassen wir das mal so. Und jetzt ist hier diese neue Team-Website praktisch angelegt worden. Da gehe ich jetzt mal drauf und öffne die. Das ist dann so die Standarddarstellungen. Die sieht dann so aus, dass ich hier auf dieser Seite hier so ein Webpart habe, also auf der rechten Seite für Quicklinks. Hier habe ich meine Nachrichten und Dokumente. Und das ist auch das hier, was ich gerade jetzt hier praktisch auf diesem Bild hatte. Wir sind jetzt praktisch hier unten auf so einer einzelnen Site und haben jetzt hier diese Elemente wie eine Bibliothek, eine Liste und Seiten. Und das spiegelt sich jetzt hier auch wieder. Und diese Team-Site jetzt hier, die kann ich jetzt zum Beispiel benutzen, um meine ganzen projektbezogenen Dokumente hier in dieser speziellen Dokumentenbibliothek abzulegen. Nachrichten zu diesem Projekt jetzt, zum Beispiel wenn ich jetzt der Projektleiter bin, kann ich jetzt zum Beispiel wichtige Ereignisse oder wichtige Meilensteine, die erreicht worden sind, zum Beispiel jetzt hier als Nachricht hinzufügen. Kann ich direkt hier über diese Schaltfläche tun. Wichtig ist dabei, jetzt hier nochmal diesen Aufbau im Hintergrund sich anzustehen. Wenn ich jetzt mal auf Webseiteninhalte gehe, sehe ich auch diese einzelnen Elemente wieder, die ich auch gerade auf dieser Übersichtsfolie hier hatte. Da habe ich als erstes mal die Dokumentenbibliothek, also eine ganz normale Bibliothek. In dieser Bibliothek kann ich meine ganzen Dokumente verwalten. Standardmäßig hat diese Dokumentenbibliothek bestimmte Spalten. Ich kann hier zum Beispiel neue Spalten hinzufügen, dass ich das zum Beispiel dann hinterher noch kategorisieren kann. Dazu folgt aber auch nochmal ein separater Screencast, wie das funktioniert, wie ich das benutzen kann. Dann habe ich hier zum Beispiel noch die Webseiten. Das sind jetzt wirklich die einzelnen Seiten, richtige einzelne Seite, und hier kann ich natürlich dann auch zum Beispiel eine neue Webseite anlegen. Wenn ich auch mit drauf gehe, dann öffnet sich einfach hier so ein Editor, dann kann ich hier meine neue Seite erfassen und dann kann ich hier zum Beispiel über diese Elemente bestimmte Webparts oder Apps hinzufügen, eher in SharePoint Online, und zum Beispiel jetzt ein ganz einfaches App, die ich hinzufügen kann, ist zum Beispiel der Text. Und auch hier zu diesen gesamten Apps, die man hier so benutzen kann oder wie man die benutzen kann, natürlich nicht alle, gibt es dann von mir auch nochmal einen separaten Screencast, wo ich dann zeige, wie man dann entsprechend diese Elemente nutzen kann, um so eine Seite auch zu designen. So, wir nehmen jetzt mal ein ganz einfaches Textelement und dann kann man einfach hier seinen Text erfassen. Das ist mein Text.
und so weiter. Dann kann man das Ganze einfach speichern. Ich kann hier oben auch noch Bilder auswählen und so weiter. Es gibt standardmäßig so eine Kommentarfunktion auch hier. So, das ist dann wirklich eine einzelne Seite. Das sieht man jetzt hier. Das ist einfach so eine Seite. So, wir gehen nochmal hier zurück auf die Startseite. Hier hat sich jetzt auch so ein bisschen was getan. Hier in diesem Bereich bei Aktivitäten gibt es dann auch sofort ein Webpart. Das zeigt die letzten Aktivitäten an auf meiner Seite hier. Jetzt sehe ich, dass ich gerade diese Seite hier angelegt habe. Auch diese Seite hier, das ist eine ganz normale Seite, die wir gerade gesehen haben bei den Webseiteninhalten, und zwar hier unter dem Punkt Webseiten. Da gibt es hier diese Home-Site. Diese Home-Site, die ist jetzt automatisch angelegt worden, als ich gerade diese neue Team-Site hier erstellt habe. Und wenn ich da drauf gehe, kann ich die auch hier entsprechend über Bearbeiten ganz frei bearbeiten und natürlich jetzt hier an meine Bedürfnisse anpassen. Diese Inhalte hier, das sind alles so praktisch Demo-Inhalte, die kann ich jetzt hier auch bearbeiten. Wie gesagt, es gibt hier, kann ich auch entsprechend solche Apps hinzufügen. Welche das sind, welche man da so benutzen kann, das werde ich später nochmal im Detail zeigen. Aber man kann jetzt hier zum Beispiel dann hier auch diese Links hier dann bearbeiten. Es gibt dann hier jedes Mal so eine Bearbeitungsmöglichkeit und dann bei jedem Webpart gibt es dann zum Beispiel auch, oder bei vielen Apps gibt es dann hier die Möglichkeit, dann hier auch zum Beispiel so eine andere Darstellung zu wählen, wie sich jetzt solche Elemente jetzt hier so darstellen sollen. So, und dann kann ich jetzt hier einfach zum Beispiel auch die einzelnen Links bearbeiten zur Homepage zum Beispiel des Projektes. Wenn ich so eine eigene Projekt-Homepage habe, dann kann ich hier zum Beispiel so einen Link hinterlegen. Hier oben kann ich dann den Link entsprechend dann ändern. Und so kann ich dann hier meine Inhalte entsprechend dann auch konfigurieren. Die Dokumentenbibliothek ist auch nichts anderes. Das ist einfach nur ein Blick auf die Dokumentenbibliothek, die sich hier unter die Webseiteninhalte befindet. Da kann ich jetzt alle meine projektbezogenen Dokumente hinterlegen. Und das ist natürlich auch jetzt hier der wesentliche Vorteil. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Projekt-Team-Site und in dieser Projekt-Team-Site kann ich alle Informationen ablegen, die zu diesem Projekt gehören. Ich kann auch, wenn ich zum Beispiel, jetzt habe ich hier nur eine Dokumentenbibliothek, bei kleineren Projekten kommt man damit aus. Manchmal möchte man aber zum Beispiel auch die Berechtigung anders setzen. Kann man auch bei den Webseiteninhalten einfach hergehen und zum Beispiel hier auch noch eine zusätzliche Dokumentenbibliothek anlegen. Ja, es gibt ja den Punkt Neu, Dokumentenbibliothek, und dann kann ich hier eine zweite Dokumentenbibliothek anlegen, um zum Beispiel dann hier spezielle Berechtigungen zu setzen. Wie das alles funktioniert mit Berechtigungen und so weiter, da gibt es dann entsprechend dann nochmal so einen separaten Screencast. So, das war es eigentlich jetzt hier im Grunde erstmal so für die erste Einführung, was ich da so finde, was ich da so mitmachen kann. Wie man dann hier diese Seite gestaltet hier, welche Elemente man zum Beispiel mit so einer Projekt-Team-Site jetzt hier optimalerweise anlegt. Darauf gehe ich dann ein bei einem nachfolgenden Screencast. Dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß, wenn Sie mit SharePoint einsteigen, schauen sich die Elemente an und wie gesagt, das Wichtigste in diesem Punkt zu wissen ist erstmal den Unterschied zwischen dieser Kommunikations-Website und der Team-Website. Für projektbezogene Sachen eine Team-Website anlegen und für ein Portal, zum Beispiel für ein Intranet-Portal, eine Kommunikations-Website. Daneben ist auch noch zu wissen, wenn man mit Microsoft Teams arbeitet, wird zum Beispiel im Hintergrund auch immer eine automatische Team-Site angelegt. Das kann man auch manuell zum Beispiel machen. Da gibt es dann noch Unterschiede bei den Security-Gruppen, Sicherheitsgruppen. Da gibt es dann auch noch entsprechende Screencasts dazu. So, da wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß und viel Erfolg bei den Einstieg mit SharePoint und bleiben Sie dran, der nächste Screencast folgt bald.